Willkommen zurück zu mir und zu meiner ayurvedischen Küche. Ich habe mich farblich passend zu dem heutigen Hauptdarsteller meines Gerichts angezogen. Heute gibt es nämlich Ofenkürbis mit Rucola, Feta-Käse und Granatapfelkern. Ich liebe es, die Kürbisse hier auszusuchen. Zum einen unterstütze ich hiermit die hiesigen Bauern und zum anderen ist die Vielfalt der Kürbisse hier unschlagbar. Dann nehme ich jetzt mal diesen kleinen Immunbooster mit nach Hause und wir sehen uns gleich in meiner Küche wieder. Ja, ich bin jetzt wieder zurück in meiner Küche und ich möchte natürlich auch erzählen, warum ich dieses Rezept hier so sehr liebe. Im Ayurvedischen ist es ganz wichtig, dass 6 Geschmacksrichtungen zusammenkommen. Salzig, süß, sauer, scharf, herb und bitter. Wenn all diese 6 Geschmacksrichtungen in einem Rezept zusammenkommen, dann spricht man von dem sogenannten Gleichgewicht, was wir brauchen, was unser Körper braucht. Wir kennen das, glaube ich, alle. Wir haben etwas sehr Salziges gegessen und auf einmal überkommt uns dieses Bedürfnis, unbedingt jetzt was Süßes zu essen. Und das kommt daher, dass eben diese 6 Geschmacksrichtungen eben nicht im Gleichgewicht waren. Und jetzt beginnen wir mit der Zubereitung. Unser Hauptdarsteller wird natürlich auch entsprechend gebettet, in diesem Fall auf einem Rucola-Beet. Dafür brauchen wir 2 Hände voll Rucola-Blätter, dann ein bisschen Olivenöl, etwas Rotweinessig, eine kleine rote Zwiebel, ungefähr 100 Gramm Feta. Bei mir handelt es sich um einen veganen Feta. Wenn man vegetarisch lebt, kann man natürlich auch einen normalen, herkömmlichen Feta nehmen. Ich achte grundsätzlich darauf immer, dass es sich bei dem Feta um die Herstellung von mikrobiellem Lab handelt. Genau. Und dann haben wir hier noch einen Granatapfel. Den verwenden wir natürlich nicht ganz, sondern nur ein paar Kerne davon, beziehungsweise ein paar Körner davon. Für unseren Gewürzmix brauchen wir 50 Gramm Kürbiskerne, 1 Esslöffel Koriandersamen. Die Koriandersamen werde ich gleich rösten. Dann brauchen wir ca. 1 Esslöffel Sesamsamen, ein bisschen Cayennepfeffer, ungefähr 1 Esslöffel gemahlenen Kreuzkümmel, auch Kumin genannt, und einen Esslöffel geräucherte Paprika. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Der Kürbis durfte jetzt erstmal ein Ölbad nehmen und wie man sehen kann, habe ich die Schale dran gelassen. Unter der Schale befinden sich nämlich unfassbar viele Vitamine, unter anderem Vitamin A und Beta-Carotin und natürlich auch ganz viele Ballaststoffe. Der Kürbis wandert jetzt bei 220 Grad Ober-Unterhitze oder bei 200 Grad Umluft in den Ofen. Ungefähr für ca. 20 bis 25 Minuten und danach unbedingt die Stücke nochmal wenden. Weil es jetzt doch sehr viele Stücke waren, habe ich mich dazu entschieden, die ganzen Kürbisstücke auf ein Backblech zu legen. Ich glaube, bei Tetris hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht gewonnen, aber auf jeden Fall haben sie jetzt Platz und können in den Ofen. Kalium, Magnesium, Eisen und Zink. Man mag es gar nicht vermuten, aber in diesem Kern steckt so viel Power. Deswegen einfach abwaschen, dann in die Pfanne geben oder in den Backofen mit den Lieblingsgewürzen. Man kann es herzhaft gestalten, man kann es süß gestalten. Einfach mal ausprobieren, es schmeckt hervorragend. Die Koriandersamen röste ich ohne Fett. Die Hitze drückt die ätherischen Öle aus den Gewürzen heraus und dadurch schmecken sie so viel intensiver, wodurch man weniger von den Samen verwenden muss. Außerdem reduziert der Röstvorgang den Feuchtigkeitsgehalt der Samen und somit werden die dann knuspriger und lassen sich vor allem auch feiner mahlen. Koriandersamen haben übrigens eine antibiotische Wirkung. Das heißt, sie wirken gegen Völlegefühl, also gegen einen Blähbauch, gegen Durchfall, gegen Krämpfe und vor allem haben diese ätherischen Öle auch nochmal einen ganz anderen Effekt, vor allem bei uns Frauen, bei Menstruationsbeschwerden. Da lindern sie Krämpfe und entspannen förmlich den Bauch und den Darm. Die fertig gerösteten Koriandersamen gebe ich jetzt nochmal in den Mörser und breche sie behutsam auf. Das ist herrlich. Es macht so viel Spaß, das ist schon fast meditativ. So, und dann dürfen sich die Koriandersamen nochmal zu den anderen Gewürzen gesellen. Den Rucola-Salat habe ich jetzt mit Olivenöl, Rotweinessig und Salz angemacht. Und jetzt kommt es zu einem weiteren Hauptdarsteller, nämlich
den Granatapfel, auch Paradiesapfel genannt. Für viele immer ein Riesenschrecken, da man nicht weiß, wie kann man ihn am besten schälen, ohne sich selber damit einzusudeln. Und da zeige ich jetzt mal, wie das am besten geht. Als allererstes nimmt man den Granatapfel und schneidet hier an der Spitze entlang einfach wie so ein kleines Mützchen ab. Das sieht jetzt, glaube ich, gleich so aus, als würde ich mich selber verletzen, aber ich habe es im Griff. So. Hat man den Granatapfel aufgeschnitten, sieht man diese verschiedenen Kammern, eigentlich ähnlich oder vergleichbar wie bei einer Orange. Und genau an diesen Kammern entlang schneiden wir jetzt hier den Granatapfel ein. Wichtig ist, dass wir nicht durchschneiden, sondern wirklich ganz behutsam den Kammern entlang einschneiden. Wenn man damit fertig ist, dann kann man ihn quasi wie eine Blume, ich finde, das sieht so hübsch aus, kann man ihn wie eine Blume öffnen. Und dann dreht man den Granatapfel, fällt mir schon hier auseinander, einfach um und man kann es schon hören, dass die einzelnen Kerne rausfallen. So, man kann sich natürlich auch nochmal einem Messer oder einem Löffel bedienen und einfach auf die Schale klopfen, dann fallen die weiteren Kerne auch raus. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man diesen Granatapfel, so wie er da jetzt liegt, einfach in ein Wasserbad legt, damit die Kerne nicht so rausplumpsen und man dann noch mal mehr sicher gehen kann, ja, dass die Kerne einfach nicht anspringen. Aber wie man sieht, geht das auch so und somit bleiben auch die Klamotten völlig geschont. Der Kürbis ist fast fertig und hier habe ich die ganzen Gewürze noch mal zusammen vermengt. Das heißt, jetzt gebe ich diese Gewürze über den Kürbis. Der Kürbis bleibt noch mal ungefähr 5 Minuten in den Ofen und dann können wir anrichten. Und es ist wie ein Kunstwerk, ich liebe das sehr. Und zwar werde ich jetzt hier diesen wunderschönen Kürbis drauf geben. Dann folgt der Feta-Käse. Dann kommen die Granatapfelkerne drauf, ein bisschen Zwiebeln. Man kann die Zwiebeln übrigens auch vorher leicht andünsten. Das kommt auch so ein bisschen auf die Verträglichkeit des jeweiligen Darms drauf an. Und dann folgt diese wunderbar duftende Gewürzmischung. Man hört es schon, wie knackig diese Kürbiskerne sind. Ich freue mich riesig. So. Wer mag, kann auch das Ganze noch mal ein bisschen mit Olivenöl sprenkeln. Jetzt geht's ans Genießen. Ich freue mich. So köstlich. Frisch, zart, knackig, süß, salzig. Alles drin, was man braucht. Unbedingt nachmachen und viel Spaß dabei. Eure Mangal.